is looking to fundamentally restructure the international trading system. And just yesterday, he announced a pause on what's called a global set of reciprocal tariffs for all countries but China. Tesla hat sich schon früher dem Wettbewerb gestellt, aber noch nie auf diese Weise. In einem erstaunlichen Schritt hat Kanada gerade einen Schlag versetzt, der die Elektroautoindustrie neu gestalten könnte. Und Elon Musk nimmt es nicht gut auf. Von überraschenden Vorschriften bis hin zu massiven neuen Tech-Investitionen hat Kanada gerade eine Aussage gemacht, die laut genug war, um im Silicon Valley widerzuhallen. Glauben Sie, dass Elon Musk den Markt für Elektrofahrzeuge immer noch dominieren kann? Oder wendet sich das Blatt? 1. Wenn Sie glauben, dass er sich wieder erholen wird. Oder 0. Wenn Kanada die Führung übernimmt. Schauen wir uns an, was genau passiert ist. Warum der Schritt Kanadas Tesla nervös macht und was dies für die Zukunft von Elektrofahrzeugen auf der ganzen Welt bedeuten könnte. Kanadas Vergeltungsmaßnahmen und Auswirkungen auf die amerikanische Automobilindustrie. Es begann mit einer Unterschrift und einem Grinsen. Präsident Donald Trump hat mit der Einführung von Zöllen in Höhe von 25% auf kanadische Autoexporte eine seiner aggressivsten Handelspolitiken eingeführt. Für Washington bedeutete dies wirtschaftliche Macht. Für Ottawa waren es Kriegszeiten. Aber Kanada hat nicht gezögert. Der neue Premierminister Mark Carney reagierte mit Präzision und nahm Elektrofahrzeuge, Batteriemineralien und grenzüberschreitende Teile ins Visier. Es war nicht einfach eine Vergeltungsmaßnahme. Es war eine Strategie. Carney, ein erfahrener globaler Finanzfachmann, wusste, wie man tief einschneidet. Trumps Zölle zielten auf Swing States, Fabrikstädte und Wähler, die er zu schützen versprach. Die Botschaft war klar. Kanada würde sich nicht herumschubsen lassen. Innerhalb weniger Tage waren die Handelswege verstopft, die Häfen blockiert und die Lieferketten zusammengebrochen. Die am stärksten integrierte Automobilpartnerschaft der Welt begann sich aufzulösen. Die amerikanischen Automobilhersteller gerieten ins Straucheln. Was als mutiger US-Zoll gedacht war, wurde zu einer Industriekrise. Und Kanada ist zum ersten Mal in der modernen Geschichte nicht gefolgt. Es ging voran. Und dieses Mal machte es keinen Rückzieher. Als die Lieferkette zusammenbrach und die Autohersteller in Panik gerieten, betrat ein weiterer Akteur die Bühne. Anstatt zu verhandeln, wollen sie Amerika komplett ersetzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Abonnement haben. Denn was als nächstes kommt, wird Washington überraschen. Die Lieferkette von Tesla bricht über Nacht zusammen. Der schwerwiegendste Schlag war der begrenzte Zugang zu Batteriemineralien. Tesla bezieht einen erheblichen Teil seines Nickels, Aluminiums und Lithiums von kanadischen Lieferanten, die nicht nur wichtig, sondern auch kurzfristig unersetzlich sind. Angesichts der neuen Zölle, die die Kosten in die Höhe treiben und die Auslieferungen verlangsamen, befand sich Tesla in einer schwierigen Lage. Mehr zahlen, länger warten oder die Produktion einstellen. Die Auswirkungen waren sofort spürbar. Fabriken verlangsamt. Die Batteriefabriken in Nevada und Kalifornien gerieten in Verzug. Die Lieferfristen verlängerten sich erst um Wochen, dann um Monate. Die Verzögerung war katastrophal für ein Unternehmen, das auf Schnelligkeit, Innovation und das Vertrauen der Anleger setzt. Analysten gaben eine Warnung heraus, woraufhin die Aktienkurse abstürzten. Tesla, das einst als unangefochtener Champion der amerikanischen Elektroautoindustrie galt, war nun gefährdet. Die Investoren begannen, schwierige Fragen zu stellen. Wie kann ein einziger Politikwechsel in Kanada einen milliardenschweren Automobilhersteller destabilisieren? Die Antwort war einfach: Abhängigkeit. Tesla hatte sein Imperium auf einem Fundament der Zusammenarbeit aufgebaut. Kanadische Bergleute. Schmelzer und Transporteure waren für Elon Musks Vision genauso wichtig wie seine Fabriken und Software. Und Kanada war sich dessen voll bewusst. In Ottawa wurde dieser Schritt als eine Meisterleistung der strategischen Vergeltung gefeiert. Anstatt Amerika auf breiter Front zu bestrafen, nahm Premierminister Carney ein Unternehmen ins Visier, das für amerikanische Innovation und Stolz steht, und nutzte es als Druckmittel. Als die Preise in die Höhe schnellten, war Tesla gezwungen, Kürzungen vorzunehmen. Neue Modelle wurden verschoben, einige Bestellungen wurden ganz storniert. Musk zeigte sich in den sozialen Medien trotzig. Intern begannen die Tesla-Führungskräfte jedoch, nach alternativen Quellen zu suchen, wohlwissend, dass selbst geringfügige Störungen jahrelange Fortschritte zunichte machen könnten. Und während Tesla brannte, breiteten sich die Flammen aus. Das Autohaus brach zusammen.
Warum die amerikanischen Autoverkäufe kürzlich eingebrochen sind. Tesla war nicht der Einzige, der die Hitze zu spüren bekam. Ford, General Motors und Stellantis wurden von den kanadischen Vergeltungsmaßnahmen ebenso hart, wenn nicht sogar noch härter, getroffen. Ihr Schmerz schien jedoch ein anderer zu sein. Es ging nicht um hochmoderne Batterien oder zukünftige Lieferketten. Es ging um das Händlernetz. Von Texas bis Michigan meldeten die amerikanischen Autohändler Verzögerungen, Teilemangel und unerwartete Preiserhöhungen. Fahrzeuge, die früher innerhalb von Tagen in den Ausstellungsräumen standen, brauchten nun Wochen, bis sie eintrafen. Selbst routinemäßige Servicetermine begannen sich zu stauen, da Ersatzteile knapp wurden. Das Händlernetz, das Rückgrat des amerikanischen Automobilhandels, begann sich zu verschlechtern. Mit jeder Lieferverzögerung aus Kanada nahm der Druck zu. Die Ford-Händler waren nicht in der Lage, Getriebe zu erhalten. Den GM-Servicezentren gingen die Diagnosechips aus. Die Stellantis-Händler hatten nur noch halb gefüllte Lager und keine Erklärung für verärgerte Kunden. Die Krise wurde in den Kleinstädten und Vorstädten des Landes sichtbar. Kunden, die für neue Lkw und Geländewagen gespart hatten, mussten auf unbestimmte Zeit warten. Währenddessen stiegen die Preise in die Höhe, da das Angebot immer knapper wurde. Der Durchschnittspreis eines Neuwagens stieg in nur wenigen Wochen um mehr als 15% und verdrängte damit Millionen von Amerikanern ganz aus dem Markt. Schlimmer noch, der Gebrauchtwagenmarkt ist explodiert. Fahrzeuge, die zuvor von Jahr zu Jahr an Wert verloren hatten, wurden nun aufgewertet. Ein 2 Jahre alter LKW wurde wertvoller als ein neuer, einfach weil er verfügbar war. Das Chaos war mehr als nur finanziell. Es war psychologisch. Die Verbraucher verloren das Vertrauen. Die Händler hatten Umsatzeinbußen. Zum ersten Mal seit einer Generation stellten sich die Amerikaner eine Frage, die nur wenige erwartet hatten. Lohnt es sich noch, amerikanische Produkte zu kaufen? In Ottawa war die Antwort offensichtlich. Die Strategie war erfolgreich. Die USA hatten Kanada unterschätzt. Der neue Premierminister war im Begriff, seinen bisher verheerendsten Schritt zu tun. Wie Kanada seine Grenze zur Waffe machte. Unter der Führung von Mark Carney verfolgte Kanada einen Ansatz, den die Vereinigten Staaten nie erwartet hätten. Anstatt direkt anzugreifen, untergrub Carney auf subtile Weise die Systeme und Normen, die die amerikanische Dominanz ermöglichten. Er hat nicht in die Mikrofone geschrien. Er zog die Fäden. Die Grenzkontrollen wurden verstärkt. Automobilteile wurden einer verstärkten Prüfung unterzogen. Kleine behördliche Verzögerungen summieren sich. In den Lagern in Windsor, Ontario, wurden die Sendungen länger aufbewahrt. Die Häfen von Vancouver passten ihre Fahrpläne an. Die Lastwagen warteten. Und mit der Verlangsamung des Grenzverkehrs ging auch die US-Wirtschaft zurück. Lieferketten, die auf Schnelligkeit ausgelegt waren, begannen unter dem Gewicht der Bürokratie einzuknicken. Es war nicht illegal. Es war nicht einmal technisch feindlich. Aber sie war wirksam. Carney kombinierte diese Strategie mit einer Kampagne der öffentlichen Diplomatie, in der Kanada nicht als Bösewicht, sondern als Opfer dargestellt wurde, das für sich selbst eintritt. In Reden in Europa und Asien stellte er den Streit als Kampf für einen regelbasierten Handel gegen amerikanische Schikanen dar. Und die Welt hörte zu. Kanada wurde plötzlich zu einem Symbol für fairen Handel. Die Vereinigten Staaten erschienen rücksichtslos, emotional und kurzsichtig. Ausländische Investoren wurden aufmerksam. Europäische Autohersteller begannen, ihre nordamerikanischen Strategien zu überdenken. Asiatische Batterielieferanten suchten nach neuen Partnerschaften nördlich der Grenze. Am schockierendsten ist vielleicht, dass die kanadische Politik das Interesse der US-Bundesstaaten weckte, die verzweifelt versuchten, dem Chaos zu entkommen. Gouverneur aus Michigan, Ohio und Pennsylvania wandten sich unauffällig an Ottawa und baten um Ausnahmeregelungen oder lokalisierte Handelsabkommen. In diesem Moment hatte Carney nicht einfach Vergeltung geübt. Trumps Handelsfalle und ihre Auswirkungen auf die US-Autoindustrie. Er hatte das Gleichgewicht der Kräfte verändert. Was als routinemäßiger Zollkrieg begann, war zu etwas viel Gefährlicherem eskaliert. Es ging nicht mehr um Teile oder Prozentsätze. Es ging nur um Stolz, Strategie und geopolitische Ausrichtung. Als sich der erste Monat des Handelsstreits dem Ende zuneigte, wurde eines klar. Die USA waren von ihrem engsten Verbündeten, Trumps Handelsfalle, ausmanövriert worden. Donald Trump war noch nie ein Mann der Subtilität. Und als Kanada strategische Zölle auf die US-Autoindustrie erhob, reagierte er mit doppelter Härte.
Mit Durchführungsverordnungen und lautstarkem Getöse erhöhte Trump die Zölle auf kanadische Rohstoffe und führte neue Beschränkungen für importierte Teile ein. Doch das war noch nicht alles. Er stellte ein umfassendes Made-in-America-Mandat vor, mit dem die US-Automobilhersteller gezwungen werden sollen, ihre Abhängigkeit von ausländischen Zulieferern zu verringern und ihre Lieferketten zurück ins Land zu verlagern. Für Trumps Anhänger klang das wie ein patriotischer Triumph. Doch für Wirtschaftswissenschaftler und Führungskräfte der Automobilindustrie war es ein Albtraum in einer Fahne. Die amerikanische Industrie war auf eine solche Umstellung einfach nicht vorbereitet. Die inländischen Lieferketten waren bereits überlastet. Die Arbeitskosten stiegen und den Fabriken fehlte die Fähigkeit, schnell zu expandieren. Plötzlich sahen sich die Automobilhersteller in einer kostspieligen Übergangsphase ohne Ausweg gefangen. Zölle auf kanadisches Aluminium, Nickel und Lithium trieben die Preise in die Höhe. Die Beschaffungsvorgaben führten zu höheren Kosten für die Einhaltung der Vorschriften. Die Fließbänder verlangsamten sich, Beschaffungsverzögerungen häuften sich und Fahrzeuge, die einst fertig für die Ausstellungsräume waren, standen nun halbfertig in den Lagern und warteten auf Ersatzteile. Was Trump als Sieg für amerikanische Arbeitsplätze darstellte, wurde schnell zu einer Triagezone für Unternehmen. Die Wall Street reagierte schnell. Die Aktienkurse von Ford, General Motors und Stellantis fielen. Kreditagenturen begannen, ihre Prognosen herabzustufen. Als sich die Produktion verlangsamte, ergriffen ausländische Konkurrenten die Gelegenheit, billiger, fertig gebaute Alternativen mit weniger Einschränkungen zu verkaufen. Amerikas Einfluss auf den eigenen Markt geriet ins Wanken. Und zwar schnell. Anstatt die Autoindustrie zu schützen, hatte Trump sie in eine Falle gelockt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Verluste zunehmen würden. Der Druck auf Unternehmensvorstände und Gewerkschaftsführer steigt. Und das Chaos breitet sich von den politischen Papieren bis in die Fabriken aus. Die Spirale der Fabrikschließungen beginnt. In Michigan sprach die Stille in den Ford-Werken in Flat Rock Bände. Die Fließbänder standen still, die Türen wurden verschlossen und die Arbeiter wurden auf unbestimmte Zeit nach Hause geschickt. Das betraf nicht nur Ford. Workslider in Ohio, Indiana, Missouri und Illinois kündigten umfangreiche Entlassungen und unbefristete Schließungen an. Die Auswirkungen von Trumps Zöllen hatten sich zu einer Flutwelle ausgeweitet. Ford war der Erste, der die in die Höhe geschnellten Kosten für in Kanada hergestellte Batteriematerialien bemerkte. Sie stoppten die EV-Produktion in 3 großen Werken. General Motors zog schnell nach und reduzierte seine Aktivitäten in Lordstown und Lansing aufgrund ungünstiger Marktbedingungen und Unterbrechungen der Lieferkette. Stellantis, der einstige stille Riese, schickte Tausenden von Einwohnern von Belvedere die Kündigungsschreiben zu und teilte ihnen mit, dass die Zukunft des Werks auf dem Prüfstand stehe. Das war nicht auf die großen Marken beschränkt. Kleinere Auftragsfertiger, die Teile wie Sitze, Armaturenbretter und Kabelbäume herstellen, begannen zu scheitern. Diese Firmen waren auf das Volumen angewiesen. Und das Volumen wurde von Tag zu Tag geringer. Mehr als 700 Arbeiter wurden in einem Werk in Dayton entlassen. Ein Zulieferer in Grand Rapids hat seinen Betrieb komplett eingestellt. Das Ökosystem der Automobilindustrie geriet aus den Fugen. Und mit jeder Ankündigung überschwemmten die Medien die lokalen Schlagzeilen. Die Gewerkschaftsführer versuchten, Reaktionen zu organisieren, wurden aber durch die Geschwindigkeit des Zusammenbruchs in die Enge getrieben. Trumps Handelsstrategie war nicht nur nach hinten losgegangen, sondern hatte eine Kettenreaktion ausgelöst, die keine einzelne Führungskraft oder Behörde aufhalten konnte. Fabrikstädte wurden dunkel, Cafés schlossen, der Leerstand von Wohnungen stieg sprunghaft an und auf den Parkplätzen der Autohäuser stapelten sich Pickups mit verrosteten Heckklappen und unbezahlten Rechnungen. Die politischen Folgen waren absehbar, doch zuerst kam der menschliche Tribut für Familien aus der Arbeiterklasse, die ohnehin schon von der Hand in den Mund leben, war die Schließung ein Todesurteil. Von der Fabrikhalle bis zum Ausstellungsraum traf die nächste Welle des Schadens direkt den amerikanischen Verbraucher. Die Verbraucher tragen die Kosten. Im späten Frühjahr erlebten Autokäufer in ganz Amerika Gefühle, die sie seit Jahren nicht mehr verspürt hatten. Panic. Es begann in Texas, wo Ford-Händler über Nacht die Verkaufspreise um $5.000 erhöhten. In Kalifornien wurden gebrauchte Elektrofahrzeuge teurer verkauft als neue. Die Krise der Autoindustrie und Trumps Reaktion. In Florida waren die Läden für Luxusautos leer und die Bestände blieben in der Schwebe.
Zölle behinderten den Fluss wichtiger Teile, während Werksschließungen die Produktion verlangsamten. Die Autohersteller konnten die Nachfrage nicht befriedigen. Und wenn das Angebot knapp wird, schießen die Preise in die Höhe. Der Durchschnittspreis für ein Neufahrzeug in den Vereinigten Staaten hat zum ersten Mal die Marke von $50.000 überschritten. Die Gebrauchtwagenpreise überstiegen $32.000. Selbst die grundlegenden Wartungskosten sind in die Höhe geschnellt. Ein Ölwechsel kostete früher $50. Jetzt sind es mehr als $100. Und Ersatzteile, wenn sie denn verfügbar waren, wurden mit monatelanger Verspätung geliefert und kosteten einen dreistelligen Betrag. Die Verbraucher waren gezwungen, unmögliche Entscheidungen zu treffen. Familien schoben den Kauf eines neuen Fahrzeugs auf. Ride-Sharing-Apps verzeichneten Rekordanmeldungen von Menschen, die Autos verkauften, die sie sich nicht leisten konnten. Autowerkstätten begannen, Kunden aufgrund von Teilemangel abzuweisen. Es ging nicht nur um den Transport. Diese Fahrzeuge waren eine Lebensader für Arbeitnehmer, Alleinerziehende, Familien auf dem Land und Kleinunternehmer. Wenn sich der Preis für ein Auto verdoppelt, steigt der Druck auf alles andere. Die Inflation, ohnehin schon ein umstrittenes Thema, hat jetzt ein neues Aushängeschild, den amerikanischen Automarkt. In Washington bemühten sich Beamte, den Schaden zu begrenzen. Aber in Mittelamerika war der Schaden bereits angerichtet. Und an Orten, an denen Trump einst mit dem Versprechen, die Autoindustrie wiederzubeleben, große Menschenmengen anzog, braute sich bereits eine Gegenreaktion zusammen. Mager Gegenreaktion. Es begann ganz harmlos. Ein Protest vor einem geschlossenen Werk in Bowling Green. Ein virales Video von einem entlassenen Arbeiter aus Toledo. Eine Facebook-Gruppe von arbeitslosen Schweißern in Indiana stellt eine schmerzhafte Frage. Was ist mit America First passiert? Dann wurde es landesweit bekannt. Fox News began, Interviews mit Trump-Anhängern zu bringen, die sich betrogen fühlten. Die Talkshows wurden mit Anrufen von Fabrikarbeitern überschwemmt, von denen viele ihr ganzes Leben lang die Republikaner gewählt hatten und die nun mit Zwangsvollstreckungen, verpassten Zahlungen und dem Verlust ihrer Krankenversicherung konfrontiert waren. Bundesstaaten wie Wisconsin und Pennsylvania, die einst Trump-Hochburgen waren, sind zu Brennpunkten der Wut der Arbeiterklasse geworden. Eine Bürgerversammlung in Lansing entwickelte sich zu einem Schreiduell. Konservative Pfarrer im ländlichen Kentucky nutzten ihre Sonntagspredigten, um zu hinterfragen, ob ihre Gemeinden für politische Zwecke geopfert werden. Die Gegenreaktion war nicht ideologisch, es ging ums Überleben. Es waren Menschen, die auf Trumps Versprechen vertraut hatten, Arbeitsplätze zu verlagern und die Industrie wiederzubeleben. Stattdessen mussten sie mit ansehen, wie ihre Fabriken geschlossen wurden, ihre Gehaltschecks verschwanden und ihre Aussichten sich verschlechterten. Trump antwortete darauf auf die einzige Art und Weise, die er kannte: Ablenkung. Er gab Kanada die Schuld. Er beschuldigte Elon Musk. Er schob die Schuld auf die Demokraten. Aber Ausreden waren nicht genug. Zum ersten Mal seit Jahren war seine Basis nicht nur frustriert, sondern wütend. Und diese Wut begann sich in etwas zu manifestieren, das weitaus gefährlicher war als Protestschilder oder wütende Tweets. Sie verwandelte sich in politische Verwahrlosung. Mit der revoltierenden Arbeiterklasse und der Autoindustrie im freien Fall war die Bühne für einen tieferen Zusammenbruch bereitet, der die politische und wirtschaftliche Zukunft der Vereinigten Staaten sowie Kanadas Geheimwaffe neu gestalten könnte: Energieexporte als wirtschaftliches Druckmittel. Die amerikanisch-kanadische Energiekrise. Energie ist seit langem das unsichtbare Band, das die Volkswirtschaften der Vereinigten Staaten und Kanadas miteinander verbindet. Ölpipelines überqueren Grenzen. Stromnetze sind nahtlos miteinander verbunden. Und jedes Jahr fließen Milliarden von Dollar an Energie ohne Unterbrechung von Norden nach Süden. Doch angesichts eines tobenden Handelskriegs und zunehmender politischer Spannungen ist diese stille Abhängigkeit zu einer tickenden Zeitbombe geworden. Kanada hat seine Energieexporte noch nicht vollständig bewaffnet. Aber das ist auch nicht mehr nötig. Die bloße Androhung von Beschränkungen für Erdöl, Erdgas oder Wasserkraft hat Washington in seinen Grundfesten erschüttert. Kanada ist der größte ausländische Öllieferant der Vereinigten Staaten und deckt fast die Hälfte der gesamten amerikanischen Rohölimporte ab. Wenn dieser Hahn auch nur ein wenig zugedreht würde, wären die Auswirkungen auf die Benzinpreise unmittelbar und katastrophal. Die Benzinkosten, die aufgrund der Unterbrechung der Versorgungskette bereits gestiegen sind, würden über Nacht in die Höhe schießen. Dies würde sich auf die Wirtschaft auswirken, die Transportkosten in die Höhe treiben, die Verbraucherpreise in die Höhe treiben
und möglicherweise die Federal Reserve zu einer panischen Geldpolitik veranlassen. Und Öl ist nur der Anfang. Kanada liefert auch Strom an die nördlichen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, darunter New York, Michigan und Minnesota. Diese Regionen sind auf die kanadische Wasserkraft angewiesen, um ihre Stromnetze vor allem in Spitzenzeiten am Laufen zu halten. Wenn Kanada die Stromexporte einschränkt oder zu reduzieren droht, wären Stromausfälle eine reale Möglichkeit, insbesondere in dicht besiedelten städtischen Gebieten. Mark Carney, Kanadas neuer Premierminister, hat seine Karten mit Bedacht ausgespielt. Er hat zwar keine Energiesanktionen angekündigt, aber seine Regierung hat sich in öffentlichen Erklärungen absichtlich vage gehalten, um die Unsicherheit als Druckmittel zu nutzen. In jüngsten Pressekonferenzen haben kanadische Beamte offen über die Diversifizierung der Energiepartner gesprochen und angedeutet, dass sie stattdessen Exporten in europäische oder asiatische Märkte den Vorzug geben könnten. Während sich Energieängste ausbreiten, gerät ein anderer Sektor der US-Wirtschaft ins Wanken, derjenige, der jedes Haus ernährt und baut. Die aggressive neue Einwanderungspolitik von Präsident Trump hat die wirtschaftliche Instabilität noch verschärft. In dem Bemühen, die Arbeit von Menschen ohne Papiere zu bekämpfen und die, wie er es nennt, rechtmäßige Beschäftigung in den USA wiederherzustellen, wurden landesweit Massenabschiebungen vorgenommen. Die Rhetorik mag zwar politisch punkten, doch die realen Folgen richten in den Branchen, die Trump zu schützen versprach, verheerende Schaden an. Nirgendwo ist der Schaden so offensichtlich wie in der amerikanischen Landwirtschaft. Die US Landwirtschaft ist auf Arbeitsmigranten, vor allem aus Mexiko und Mittelamerika, angewiesen, die die Ernte einbringen, das Vieh hüten und mühsame Arbeiten verrichten, die nur wenige Amerikaner zu übernehmen bereit sind, da die Abschiebungen zunehmen und es immer schwieriger wird, Arbeitsvisa zu erhalten, stehen ganze Landwirtschaftsgemeinschaften vor einer existenziellen Krise. Felder, auf denen einst emsiges Treiben herrschte, liegen nun brach. Die Ernte verrottet in der Sonne und die Landwirte sind gezwungen, die Ernte abzubrechen, weil es an Arbeitskräften mangelt. In Staaten wie Kalifornien, Georgia und Arizona hat der Arbeitskräftemangel ein kritisches Ausmaß erreicht. Einige Farmen schließen dauerhaft, während andere auf weniger arbeitsintensive Kulturen umsteigen, was die Produktion und die Gewinnspannen noch weiter reduziert. Die Auswirkungen gehen jedoch über den Betrieb selbst hinaus. Die Auswirkungen ziehen sich durch die gesamte Lebensmittelversorgungskette. Da weniger Produkte auf den Markt kommen, steigen die Preise. Die Lebensmittelgeschäfte geben die Kosten an die Kunden weiter. Und die Inflation beschleunigt sich erneut. In der Zwischenzeit hat auch das verarbeitende Gewerbe, das Trump als Rückgrat eines wiederbelebten Amerikas gepriesen hat, zu kämpfen. Zugewanderte Arbeitnehmer, sowohl legale als auch solche ohne Papiere, machen einen großen Teil der Fabrikarbeit im mittleren Westen und Süden aus. Mit mehr Abschiebungen und weniger verfügbaren Arbeitskräften kommen die Produktionslinien zum Stillstand. Was als Kampagne für die Sicherheit amerikanischer Arbeitsplätze gedacht war, hat sich zu einem Katalysator für den wirtschaftlichen Zusammenbruch entwickelt. Und mit dem Scheitern von landwirtschaftlichen Betrieben und Fabriken tritt ein weiteres, seit langem bestehendes Problem zutage. In den Vereinigten Staaten herrscht ein unerwarteter Mangel an Arbeitskräften. In der amerikanischen Wirtschaft bahnt sich eine stille Katastrophe an. Sie ist nicht durch eine einzelne Politik, einen einzelnen Präsidenten oder einen einzelnen Handelsstreit motiviert. Sie ist das Ergebnis jahrzehntelanger demografischer Vernachlässigung, von Versäumnissen im Bildungsbereich und einer Kultur, die handwerkliche Fähigkeiten unterbewertet. Es handelt sich um eine Arbeitskrise, die sich nur noch verschlimmert. Jahrelang warnten Experten davor, dass Amerikas qualifizierte Arbeitskräfte überaltern würden. Klempner, Elektriker, Schweißer, Maschinenbediener und Lüftungs- und Klimatechniker würden in den Ruhestand gehen. Und es gäbe nicht genug junge Arbeitskräfte, um sie zu ersetzen. Diese Warnungen wurden weitgehend ignoriert. Heute sind die Auswirkungen unübersehbar. Die Zahl der Stellenausschreibungen für Handwerks- und Bauberufe hat zugenommen, aber nur wenige Bewerber sind qualifiziert. Es gibt zwar Lehrlingsausbildungsprogramme, aber die Zahl der Bewerber ist gering. Viele junge Amerikaner haben einen Hochschulabschluss angestrebt, der sich nicht in marktfähigen Qualifikationen niederschlägt. Das Ergebnis ist ein Paradoxon. Millionen von offenen Stellen und Millionen von arbeitslosen oder unterbeschäftigten Arbeitnehmern. Die Kluft wird jedoch immer größer. Bauunternehmen verzögern ihre Projekte monatelang,
weil es an Arbeitskräften mangelt. Die Produktionsanlagen sind nur teilweise ausgelastet. Öffentliche Infrastrukturprojekte sind ins Stocken geraten. In jedem Sektor, der auf qualifizierte Arbeitskräfte angewiesen ist, gibt es jetzt Engpässe. Und da die Einwanderungsbeschränkungen verschärft werden, gibt es keinen Nachschub aus dem Ausland. Die Arbeitnehmer, die einst dazu beitrugen, den Arbeitsmarkt stabil zu halten, sind nicht mehr vorhanden. Die Politik, die die Beschäftigung ankurbeln sollte, hat stattdessen den Zusammenbruch beschleunigt. Die kulturelle Wahrnehmung der Arbeit hat die Situation nur noch verschlimmert. Für eine Generation, die in dem Glauben aufgewachsen ist, dass Erfolg nur durch ein 4-jähriges Studium erreicht werden kann, wurde die Berufsausbildung als letzter Ausweg betrachtet. Dieses Stigma kommt das Land nun teuer zu stehen. Diese Krise lässt sich nicht über Nacht lösen. Der Zusammenbruch von Amerikas Mittelschicht. Selbst mit aggressiven Investitionen in die Berufsausbildung wird es Jahre dauern, bis neue Arbeitskräfte ausgebildet sind. In der Zwischenzeit werden die Unternehmen Aufträge verlieren, die Städte werden Reparaturen aufschieben und das Wirtschaftswachstum wird sich verlangsamen. Und wenn sich das schon schlimm anhört, wird es noch schlimmer werden. Denn angesichts stagnierender Löhne, steigender Schulden und unerschwinglicher Güter nähert sich Amerikas Mittelschicht dem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Der Zusammenbruch der Mittelschicht hat begonnen. Im Herzen von Amerikas Vorstädten geschieht das Undenkbare. Die Mittelschicht, einst das Fundament wirtschaftlicher Stabilität und politischer Mäßigung, wird an ihre Grenzen gebracht. Die Entlassungen nehmen zu, die Verschuldung der Haushalte steigt. Die Löhne stagnieren und die Lebenshaltungskosten schießen in die Höhe. Dies ist nicht nur der jüngste wirtschaftliche Abschwung, sondern der Höhepunkt einer Vielzahl von Krisen. Handelskriege, instabile Energieversorgung, Arbeitskräftemangel und politische Fehler haben alle zu einem perfekten Sturm beigetragen. Und Millionen von Familien haben kein Sicherheitsnetz mehr. Die Hypothekenzahlungen steigen mit dem Anstieg der Zinsen. Die Kreditkartensalden schießen in die Höhe, weil die Haushalte mit den steigenden Lebensmittel- und Benzinkosten nicht Schritt halten können. Die Ausgaben für medizinische Versorgung sind höher. Die Mieten sind sowohl in den Städten als auch in ländlichen Gebieten drastisch gestiegen. Der Druck ist überall spürbar. Die Arbeitsplatzsicherheit, die früher in Branchen wie der Automobilherstellung, dem Baugewerbe und der Landwirtschaft als selbstverständlich galt, ist nicht mehr gegeben. Die Arbeitgeber reduzieren die Arbeitszeit, frieren Gehaltserhöhungen ein oder entlassen ihre Mitarbeiter einfach. Familien, die sich einst für wohlhabend hielten, sind jetzt nur noch einen Notfall vom finanziellen Ruin entfernt. Das Vertrauen bröckelt. Die Stimmungsindizes der Verbraucher sind rückläufig. Die Menschen planen nicht mehr ihren Urlaub oder kaufen neue Autos. Sie versuchen herauszufinden, wie sie ihre Lebensmittel bezahlen können. Das Konzept der Aufwärtsmobilität wird durch Überlebensangst ersetzt. Auch kleine Unternehmen stehen unter einem noch nie dagewesenen Druck. Sie können es sich nicht leisten, die Löhne so zu erhöhen, dass sie ihre Mitarbeiter halten können. Und die Kosten steigen weiter. Viele Unternehmen schließen ganz, da sie dem doppelten Angriff von Inflation und Arbeitskräftemangel nicht standhalten können. Die Welleneffekte sind unbestreitbar. Die Nachfrage geht zurück, da die Kaufkraft der Verbraucher sinkt. Wenn die Nachfrage sinkt, kommt es zu mehr Entlassungen. Es handelt sich um eine negative Rückkopplungsschleife, die, wenn nicht schnell gehandelt wird, zur neuen Normalität werden kann. Dies ist nicht nur eine politische Herausforderung, es ist eine generationenübergreifende. Die Mittelschicht verschwindet nicht einfach. Sie wird aus der Wirtschaft eliminiert. Und während das Vertrauen schwindet und die Angst vor einer Rezession wächst, weitet sich der Zusammenbruch von Häusern und Arbeitsplätzen auf das Fundament der amerikanischen Stärke aus. China macht einen Zug. Während sich der Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada aufheizt, tritt ein weiterer Akteur leise ins Rampenlicht. China, das lange Zeit als eine drohende Gefahr in der globalen Wirtschaftsarena angesehen wurde, handelt jetzt schnell, um die sich verschlechternden Beziehungen der USA zu ihren Nachbarn auszunutzen. Chinas Vordringen nach Nordamerika. Während Washington und Ottawa weiterhin über Zölle streiten, dringt Peking strategisch in Nordamerika vor, indem es wichtige Liefer- und Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko unterzeichnet. Bleiben diese Schritte unkontrolliert, haben sie das Potenzial, das Machtgleichgewicht in der globalen Automobilindustrie grundlegend zu verändern. Es steht viel auf dem Spiel. China hat bereits umfangreiche Verträge mit kanadischen Bergbauunternehmen über Lithium, Nickel, Kobalt und Aluminium abgeschlossen.
dieselben Mineralien, die Batterien für Elektrofahrzeuge antreiben. Da die Vereinigten Staaten aufgrund von Strafzöllen und politischen Auswirkungen von diesen Geschäften ausgeschlossen sind, baut China eine Lieferkette auf, die ohne amerikanische Zustimmung durch Nordamerika verläuft. Chinesische Unternehmen haben nun bevorzugten Zugang zu wichtigen Ressourcen, die zuvor Tesla, Ford und General Motors angetrieben haben. Chinas Ambitionen enden jedoch nicht bei den Ressourcen. Das Land entwickelt auch neue Montagewerke für Elektrofahrzeuge im Norden Mexikos. Diese strategisch nahe der US-Grenze gelegenen Anlagen sollen die Vorteile des Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada nutzen, das es Fahrzeugen aus chinesischer Produktion ermöglicht, ohne die normalerweise mit Direktimporten verbundenen Zölle auf den amerikanischen Markt zu gelangen. China hat die Schranken, die Trump errichten wollte, durch Investitionen in mexikanische Produktion und kanadische Ressourcen effektiv umgangen. Die amerikanische Handelspolitik, die China eigentlich bestrafen sollte, verhilft dem Land nun ironischerweise zum Aufschwung. Chinesische Autohersteller wie BYD, NIO und Geely bereiten sich darauf vor, den nordamerikanischen E-Fahrzeugmarkt mit preisgünstigen Modellen zu überschwemmen. Währenddessen haben amerikanische Unternehmen mit unterbrochenen Lieferketten, steigenden Kosten und schwindendem Vertrauen der Verbraucher zu kämpfen. China ist nicht nur auf dem Vormarsch. Sie schafft eine neue Grundlage für eine langfristige Dominanz. Es handelt sich nicht mehr um eine Grenzschlacht. Es ist ein Schachspiel. China ist 5 Schritte voraus. Europa weicht zurück, während sich die Vereinigten Staaten mit den handelspolitischen Vergeltungsmaßnahmen Kanadas und den industriellen Übergriffen Chinas auseinandersetzen. Vollzieht sich jenseits des Atlantiks eine weitere stille Verschiebung. Europa, einst ein zuverlässiger Partner und wichtiger Importeur amerikanischer Waren, überdenkt seine gesamte Wirtschaftsstrategie. Länder wie Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich sind zunehmend besorgt über die eskalierenden Handelsspannungen zwischen den nordamerikanischen Mächten und sie ergreifen Maßnahmen. In der Vergangenheit waren Fahrzeuge und Technologien aus amerikanischer Produktion auf den europäischen Märkten stark vertreten. Ford Europe, Jeep und Tesla hatten dank enger Handelsbeziehungen und eines gemeinsamen Engagements für transatlantische Stabilität großen Erfolg auf dem Kontinent. Doch dieses Vertrauen ist zerbrochen. Mit der Verschärfung der protektionistischen Politik und der zunehmenden Instabilität der Produktion in den Vereinigten Staaten wenden sich die europäischen Länder nach innen und, was noch besorgniserregender ist, nach außen zu alternativen Handelspartnern. Deutschland mit seinem riesigen Automobilsektor hat begonnen, engere Allianzen mit Südkorea und Japan einzugehen, um Innovationen für Elektrofahrzeuge zu entwickeln und Teile zu beschaffen. Frankreich entwickelt eine einheimische Batterieindustrie, um nicht länger von Importen abhängig zu sein. Nach dem Brexit und in dem Bemühen, seine Wirtschaft zu stabilisieren, hat das Vereinigte Königreich Investitionsströme in skandinavische Technologiezentren und südostasiatische Lieferketten umgelenkt. Die Vereinigten Staaten, die einst an der Spitze der globalen Innovation standen, werden zunehmend als unberechenbar, instabil und feindselig gegenüber internationaler Zusammenarbeit angesehen. Eines der deutlichsten Anzeichen für diesen Wandel ist der stille Rückzug amerikanischer Autohersteller aus den europäischen Ausstellungsräumen. Die Händler berichten von einem Rückgang des Interesses an E-Fahrzeuge aufgrund von Lieferverzögerungen, regulatorischen Hürden und steigenden Kosten, die durch amerikanische Zölle verursacht werden. Die europäischen Verbraucher, die angesichts der politischen Polarisierung in den Vereinigten Staaten bereits misstrauisch sind, wenden sich den zuverlässigeren asiatischen und europäischen Optionen zu. Und mit jeder stornierten Lieferung oder beendeten Partnerschaft verlieren die Vereinigten Staaten mehr als nur Geld. Sie verlieren Vertrauen. Bei diesem Exodus geht es nicht um Ideologie, es geht ums Überleben. Die europäischen Regierungen sichern sich ab und bereiten sich auf eine Zukunft vor, in der Amerika keine dominante wirtschaftliche Rolle mehr spielen wird. Globale Neuausrichtung des Automobilsektors, der Ansatz von Japan und Südkorea. Und wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen, könnte diese Zukunft schneller kommen, als man erwartet hat. Die globale Neuausrichtung des Automobilsektors. Während der amerikanische Automobilsektor mit politischen Gegenreaktionen, Zollkriegen und einem Chaos in der Lieferkette zu kämpfen hat, übernehmen Japan und Südkorea still und leise die Führung. Während die amerikanischen Autohersteller mit Washington streiten und um Materialien ringen,
setzen Toyota, Honda, Hyundai und Kia eine globale Strategie in die Tat um, die seit Jahren auf Stabilität, lokaler Fertigung und globalem Vertrauen basiert. Im Gegensatz zu ihren amerikanischen Konkurrenten setzen japanische und südkoreanische Autohersteller neben reinen Elektrofahrzeugen seit langem auch auf Hybridmodelle. Dieser Ansatz hat sich angesichts von Batterieknappheit und Rohstoffinflation als weitaus widerstandsfähiger erwiesen. Toyota beispielsweise hat sich in den Vereinigten Staaten verstärkt auf die Hybridtechnologie konzentriert und bietet Fahrzeuge an, die die Umweltvorschriften erfüllen, aber nicht ausschließlich auf flüchtige Batteriekomponenten angewiesen sind. Die Verbraucher, die mit steigenden Preisen für Elektroautos konfrontiert sind, reagieren in Scharen. Die südkoreanischen Autohersteller Hyundai und Kia sind sogar noch weiter gegangen und haben Milliarden von Dollar in Produktionsanlagen in den Vereinigten Staaten investiert. Durch die Produktion von Fahrzeugen im eigenen Land vermeiden sie viele der politischen Risiken, denen amerikanische Unternehmen ausgesetzt sind. Und da ihre Fahrzeuge für staatliche Steuergutschriften in Frage kommen und nicht mit den negativen Folgen des Offshoring konfrontiert sind, betrachten viele amerikanische Verbraucher sie als die amerikanischere Option. In der Zwischenzeit hält Japan seine langjährigen Handelsbeziehungen mit Kanada und Mexiko aufrecht. Dies bedeutet, dass Japan weiterhin Zugang zu wichtigen Komponenten und zollfreien Produktionsketten hat, auf die sich amerikanische Unternehmen nicht mehr verlassen können. Mit Zuverlässigkeit, Preiskontrolle und Markentreue auf ihrer Seite bauen japanische und südkoreanische Autohersteller ihren Marktanteil in Bereichen, in denen amerikanische Unternehmen auf dem Rückzug sind, rasch aus. Dies ist mehr als nur ein vorübergehender Sieg. Es handelt sich um eine langfristige Neuausrichtung. Japan und Südkorea sind nicht dabei, Lücken zu füllen. Sie sind dabei, in den Vereinigten Staaten ein neues Autoimperium aufzubauen, das zunehmend unabhängig von der amerikanischen Führung wird. Und für jeden amerikanischen Arbeitsplatz, der aufgrund von Betriebsschließungen und Handelskriegen verloren geht, wird ein neuer in einer Hyundai, Toyota oder Kia-Fabrik geschaffen. Das globale Gleichgewicht der automobilen Macht verschiebt sich. Das Ende des Imperiums. Ist die Vormachtstellung der Vereinigten Staaten in der Automobilindustrie für immer verloren, angesichts der Tatsache, dass sich China im nordamerikanischen Handel verschanzt, Europa die Beziehungen abbricht und Asien einen rasanten Aufstieg erlebt? Ist diese Frage unvermeidlich? Ist dies das Ende der amerikanischen Autodominanz? Die Warnzeichen sind alle vorhanden. Inländische Fabriken schließen. Treue Kunden wandern ab. Verbündete kehren ihnen den Rücken. Und die Konkurrenz gewinnt nicht nur, sondern schafft auch neue Ökosysteme in Amerikas Hinterhof. Die Säulen, auf denen die US-Autoindustrie einst ruhte, bröckeln. Und niemand in Washington scheint einen Plan zu haben, um dies aufzuhalten. Trumps protektionistische Politik ist zwar bei seiner politischen Basis beliebt, hat aber die gegenteiligen wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Zölle haben die Produktionskosten erhöht, die Unternehmen gezwungen, nach Alternativen im Ausland zu suchen und die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Fahrzeuge verringert. Die Subventionen aus der Biden-Ära und die EV-Mandate haben sich ebenfalls als unzureichend erwiesen, was zu einem zersplitterten, übermäßig regulierten Markt geführt hat, in dem sich viele Autohersteller nur schwer zurechtfinden. Unterdessen bewegt sich die Welt weiter. Kanada hat bewiesen, dass es sich nicht länger herumschubsen lässt. Mexiko hat sich zu einer neuen Drehscheibe für asiatische und europäische Automobilhersteller entwickelt. China vermeidet Beschränkungen und bildet nordamerikanische Allianzen. Und Europa hat sich still und leise ganz aus der amerikanischen Lieferkette zurückgezogen. In der von den Vereinigten Staaten hinterlassenen Lücke entstehen neue Allianzen. Dies ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein strategisches Versagen. Amerika hat Jahrzehnte damit verbracht, seine Vorherrschaft durch Innovation, Diplomatie und zuverlässigen Handel aufzubauen. Doch nun untergräbt jeder politische Fehltritt, jede diplomatische Beleidigung und jeder wirtschaftliche Schock dieses Erbe. Die Welt schaut zu. Und was am wichtigsten ist, sie passt sich an. Wie geht es nun weiter? Kann sich Amerika erholen oder ist es zu spät? Die Antwort hängt davon ab, was die US-Führung in den kommenden Monaten unternimmt. Ohne eine koordinierte nationale Strategie zur Stabilisierung des Handels, zur Wiederherstellung des Vertrauens zu den Verbündeten und zur Ankurbelung der heimischen Produktion wird sich der Niedergang verschlimmern. Mit mutigen Maßnahmen, gezielten Investitionen, klügeren Handelsabkommen und einem Engagement für den industriellen Wiederaufbau
könnte es jedoch noch Zeit sein, das Blatt zu wenden. Eines ist klar, der Rest der Welt wartet nicht. Wenn Amerika diesen Weg fortsetzt, wird die Frage, ob die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten in der Automobilindustrie vorbei ist, nicht länger bestehen. Wie lange wird es dauern, bis die Welt vergisst, dass sie jemals existiert hat? Die Welt wartet nicht darauf, dass Amerika aufholt. Es geht weiter. Was denken Sie, ist Kanadas EV-Strategie die Zukunft? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und lassen Sie uns wissen, ob Sie zum Team Tesla oder zum Team Maple Leaf gehören. Wenn Sie diese Geschichte schockiert oder überrascht hat, drücken Sie die Gefällt mir-Taste. Abonnieren Sie weitere ungefilterte globale Tech-Nachrichten und drücken Sie die Glocke, damit Sie keinen Moment verpassen,